Hallo ihr Lieben! Heute machen wir dieses leckere Zitroneneis aus nur 3 Zutaten und ohne Eismaschine. Wir starten gleich mit den Zutaten und der Zubereitung. ...200 Gramm gezuckerte Kondensmilch, eine Zitrone, 1 Teelöffel Abrieb einer Bio-Zitrone und 200 Milliliter Schlagsahne. Die Sahne lässt sich am schnellsten steif schlagen, wenn sie direkt aus dem Kühlschrank kommt. Ich stelle sogar die Schüssel und die Rührbesen mit in den Kühlschrank und dann geht es nämlich ratzfatz und ihr habt innerhalb von 2-3 Minuten richtig feste Sahne. Sobald sie in den Rührbesen fest hängen bleibt, ist die Sahne fertig. Die Zitrone rolle ich jetzt erstmal mit der Hand hin und her, so kommt nämlich schneller der Saft raus. Und dazu nehme ich mir noch eine Zitronenpresse zur Hilfe. Den Zitronensaft vermische ich nun mit der Kondensmilch. Nun gebe ich den Milchmix zur Schlagsahne und verrühre sie anschließend auf niedrigster Stufe mit meinem Handrührgerät. Ihr könnt es natürlich auch einfach mit einem Teigschaber machen. Wenn euch mein Rezept gefällt, freue ich mich über euer kostenloses Abonnement und damit ihr kein Video mehr verpasst, aktiviert auch gerne die Glocke. Den Zitronenabrieb rühre ich auch noch kurz ein und danach kommt die Masse in ein Gefäß mit Deckel und für mindestens 4 Stunden, aber auch besser über Nacht in die Tiefkühltruhe. Ihr kennt bestimmt schon andere Eisrezepte, wo man das Eis stündlich umrühren muss. Das braucht ihr hier nicht. Für alle, die es richtig süß mögen oder auch sauer, eigentlich süß-sauer, die können auch den Saft von 2 Zitronen verwenden und noch eine Packung Vanillezucker hinzugeben. Das Eis reicht für 4 Personen und schmeckt wirklich richtig super. Ich bereite es sehr gerne zu, weil es einfach und schnell gemacht ist. Vor 10 Minuten habe ich das Eis aus der Tiefkühltruhe geholt, somit lässt es sich einfacher portionieren und servieren. Für weitere leckere Rezepte von mir, schau gerne in meiner Playlist vorbei. Diese verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.